der Preiskrieg hat wirklich angefangen, so ein kleines bisschen. Wir haben hier eine Besonderheit. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann er freigegeben wird, aber höchstwahrscheinlich im November. Es ist aus der Mietwagenflotte ein Fahrzeug, wir gucken uns das gleich mal ganz genau an, minus 22.349 €. Der Erstbesitzer ist Fähregg und Wels. Das bedeutet, ihr steht da drin. Das ist auch gar nicht schlecht, wenn ich den wieder mal verkaufen will, kann ich sagen, einer der größten Knaushändler Deutschlands hat ihn vorher besessen. So ist es, richtig. Ja, was ist das für ein Auto? Der sieht aus wie ein Grand California. Tja, ist aber besser. Ist der Knaus Box Drive 600 XL mit dem Hochdach. Gut, das sagst du. Also viele werden sagen, der Grand California ist besser, ist ja auch Geschmackssache. Aber du sagst, das ist der Knaus. Außen muss man sagen, kann man das Hochdach direkt bei Volkswagen bestellen. Das hat natürlich Knaus gemacht. Das heißt, der kam schon fix und fertig, wurde nicht mehr aufgeschnitten. So ist es, genau. So kam der nämlich. So, was hat der gelaufen auf der Uhr? Der hat jetzt knapp 22.000 gelaufen. Also gerade mal eingefahren. Der ist gerade eingefahren, genau. So, der hat richtig schöne Ausstattung. Leichtmetallfelgen, der große Motor? Der große Motor, Automatik, 177 PS. Die lackierte Stoßstange, abnehmbare Anhängerkupplung. So. Polster Active Rock. Könnte man drüber reden, dass bei dem Preis die LED-Umrüstung mit drin wäre? Könnte man drüber sprechen. Können wir drüber sprechen. Also wir würden den noch Osram LED umrüsten, damit wir das haben, denn das Ganze gibt es mittlerweile mit EC-Zeichen, mit allen drum und dran. Baujahr, was ist der? 22. 22, so. Das heißt, der ist auch optisch und technisch auf der aktuellen Norm. MAN bedeutet, sollte ich mal liegen bleiben, kriege ich den MAN-Service. Und wenn wir gleich reingehen, ihr pflegt eure Mietwagen. Du bist mein Zeuge, wir haben das Video nicht vorbereitet. Es war meine Idee, die zu zeigen. Und so wie die aussehen, sehen die immer aus. Das heißt, die werden nach jeder Benutzung werden die einmal links gemacht und komplett gereinigt. Werden die gereinigt, genau, komplett. Und zwar von einem Profiteam, das haben wir schon mal gezeigt, die wirklich mit Liebe hier rangehen. Kein Witz, ihr seid also, der riecht, warte, ich habe mir die Nase rein. Der riecht neu. Ja, so ist es. Die werden auch immer gut behandelt. Unsere Mietkunden gehen häufig gut mit um. Der ist unfallfrei. Der ist unfallfrei. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Aber auch so Kleinigkeiten, wenn ich mal ganz genau hier hinhalte an die Seiten, der hat keine Dellen drin. Das kann immer mal sein, dass eine Kleinigkeit natürlich drin ist. Das ist ja kein Neuwagen, aber er ist absolut neuwertig, oder? Richtig, ja. Ganz klar. So, wenn ihr Interesse daran habt, zeigt nochmal. Also das Auto kostet 74.900 plus 22.349. Eure Software druckt aber leider dann den Bruttopreis nicht aus, wenn es ein Gebrauchtwagen ist. Der ursprüngliche Preis ist bei knapp über 96, also 97.000. So, bedeutet, wir haben eine große Ausstattung, Automatik mit drin. Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig. Dann Navigationssystem mit Rückfahrkamera, Android Auto, Apple CarPlay. Ich habe das Slidebed oben drin, sprich mit 4 Personen nutzbar. Ich habe das Sonderpolster Active Rock mit Isofix, ausziehbare Sitzbank für 2 Kindersitze, 2 Erwachsene, ausziehbaren, drehbaren Tisch, schönes breites Bett über 1,46 breit, 1,94 lang. Sollte der jemals Kinderkrankheiten gehabt haben, wenn der aus der Vermietung kommt, ich glaube dann, ihr hättet den noch 1-2 Jahre weiter vermieten können, oder? Das ist richtig. Es gibt kein Fahrzeug, was mehr in unserer Werkstatt stand, beziehungsweise im Check, als irgendein anderes Fahrzeug. Also es geht ja darum, dass Kleinigkeiten, vielleicht ist da mal irgendwas abgebrochen oder mal irgendwas, das passiert ja schon mal. All das ist hier behoben. Ja. Das heißt, also du kriegst ein Fahrzeug, das ist schon warm gefahren. Ja, genau. Es wird ja kontinuierlich gecheckt. Ja, wir gucken mal hinten. Das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen. Auch sollte da jemals irgendwas dran sein. Die Garantie, der hat jetzt noch ein Jahr dann? Der hat dann noch ein Jahr Gewährleistung. Ein Jahr Gewährleistung. Der hat einen abnehmbaren Vario-Block von Rockinger. Guck mal. Ja. Allein die kostet richtig Schotter. Die kostet richtig Geld, ja. So, da könnte man also die Fahrräder zum Beispiel drauf machen. Richtig, der Kugelkopf liegt da links. Das ist jetzt noch unsere Mietausstattung. So, Stützlast, was hat die? Stützlast 100 Kilo. 100 Kilo, das heißt, da könnte ich auch einen kleinen Roller drauf machen, ein Elektroroller würde gehen. Ja, je nachdem, was er für ein Leergewicht hat. Auch der Zustand hier sehe ich gar nichts. Also der ist nichts vorbereitet. Also wie du siehst, so übernehmen unsere Mietkunden dann natürlich die Fahrzeuge. Und so sehen die dann aus. So, auch hier vorne Matratzen, nix. Aber das wird sowieso dann nochmal komplett aufbereitet, das Auto. Genau. Der wird jetzt was nochmal draufkriegen, weil es ist ja Saisonende so langsam.
Ich denke mal, dass er irgendwo so 25, 28 dann am Ende dann liegt. Dann kriege ich von einem Knaus-Händler 1 Jahr Gewährleistung. Das heißt also, sollte da noch irgendwas dran sein, man kann natürlich die Garantie nochmal über externen Dienstleister verlängern. Das könnt ihr auch einfädeln? Das können wir in Verbindung mit der Finanzierung können wir das machen. Dass wir dann über die K-Garantie dann eine Anschlussgarantie machen können, auch für den Aufbau. So, und dabei ist übrigens, vielleicht zeigen wir das Ganze mal so, als wäre es ein Neuwagen. Sag mal, der hat sich ja gar nicht geändert groß. Wir haben wir den, ich sag mal, Schwestermodell haben wir gefilmt. Genau. Das ist übrigens auch kein Fehler. Da hat nur einer das hochgezogen. Das kannst du hochdrücken und reinmachen. So, ein kleines bisschen rein. So, dann ist es drin. Nicht, dass einer sieht und sagt, das ist ja schon kaputt. Aber sollte irgendwas dran sein, funktionell, Aber zum Beispiel, das wird repariert. das reparieren wir, das ersetzen wir. Dann kriegt man in Funktion, sollte immer gewährleistet sein. Also der kriegt einen 100-Punkte-Check. Der wird dann anschließend so sein, dass alles perfekt funktioniert. Aber auch hier Türen, keine Schrammen, keine Kratzer. Also hier wirklich, Da ist nichts. ne, da ist nichts. So, das hier ist zum Beispiel so ein typischer neuralgischer Punkt, weil es direkt neben dem Schlafbereich ist. Ist halt der Faden hier raus. Ne? Das ist ja nicht mehr auf Spannung. Passiert. Das passiert halt. So, dann kann man hier durchladen. Das ist Fahrzeuglänge. 5,99. Aber guck mal auch hier, die Stoßstange. Der hat noch nicht so viel gesehen, muss man sagen, oder? Die Leute waren sehr pfleglich. Gott sei Dank. So, das haben wir hier. Dann mach mal zu. Ausstattung, großes Thema. Guck mal, was der hat. Der hat die Verbreiterung mit drin. Ja, die Verbreiterung mit drin ist Serie, genau. Die dann ist oben drauf. Leichtmetallfelgen, Kamera. Klimaanlage. Klimaanlage wäre optional möglich, dann könnten wir die hintere Dachluke ersetzen. Gut. Also Endpreis, zeig nochmal. 74.900. Das Coole ist, die Mehrwertsteuer ist ausweisbar, dass wenn jemand das als mobiles Büro zum Beispiel haben möchte, Natürlich. dann kriegt er die komplett abgezogen, die Mehrwertsteuer, kann vorsteuerabzugsberechtigt das natürlich geltend machen. Das Ganze ist ein 3,5 Tonner, man kann die Luftfeder nachrüsten, das geht auch, oder? Das kann man auch nachrüsten, dann kann man auf 4 Tonnen hochgehen. Auf 4 Tonnen, das heißt, dann hat man eine Zuladung von knapp einer Tonne. Richtig. So, das sieht man hier. Da ist eine Kassettentoilette mit drin. Ja. Auch die wird professionell gereinigt. Genau. Ich bin eben reingegangen, Nase. Wir können aber gleich noch mal reingehen. Ich bin so ein Nasentyp. Also wenn ich da reingehe und schnupperst, ja, ist so. Weißt du, willst wissen, hat da jemand mal drin geraucht? Weil das riechst du. Nein, das wird höchst bestraft. So, bitte mal öffnen. Also auch hier sehe ich keine Delle im Moment. Dann die Tür. Das ist... Du hast eben zu mir gesagt, wir nehmen den einen oder anderen, spielt keine Rolle, die sind alle so. Ich habe jetzt einmal in die Trickkiste gegriffen und den jetzt rausgeholt. Ja. So, wenn ich ein Lederlenkrad haben will, ihr habt jemanden, der kann das beledern. Ne? Geht auch beledert, ja. Weil das ist ein Multifunktionslenkrad. Dann Digitaldisplay in der Mitte. Dann hast du das große Navigationssystem mit drin, Automatik mit drin. Der hat alles, was man braucht. Alles. Elektrische Fensterheber. Elektrisch verstellbarer Außenspiegel, das Verdunklungssystem von Remy. Ja, vorne, also seitlich und vorne ist es dann als lose Lösung gelöst. TGE 380, großer Motor. LED haben wir schon geklärt. Bekommt der Kunde, wenn er ihn haben will, dabei. Vorne, nicht hinten bitte. So, komm, wir gehen mal rein, dann zeigen wir das mal. Das Konzept ist ein 4-Bett-Konzept. Und mit dem MAN-Service natürlich ein richtiger Traum. Das Thema Fliegengitter ist zweigeteilt. Zeig mal bitte, du hast eins über der Küche. So, das kann auch so stehen bleiben. Der Vorteil ist, du kannst jetzt immer noch einen austreten. Normal musst du ja immer das ganze Fliegengitter dann rauf und rüber machen. Und das kannst du hier. Wirklich. So, ein Kompressorkühlschrank dabei? Ja, doppelseitig. Du bist jetzt auf Kühlung, also auf Lüftung eingestellt. Achso, das ist der Betrieb, wenn er abgestellt wird, damit das Kondenswasser sich nicht bilden kann. Dass auch nichts an Schimmel sich bilden kann, genau. Okay, wenn die Fahrzeuge im Winter, der hier hat ja noch keinen Winter gesehen, oder? So richtig? Nein, hat er noch nicht. Jetzt zeigen wir mal hier oben, das ist hier das Geriffelte. So, jetzt mal Nase rein. Ne, nix. Sauber. Ja, ich rieche auch nichts. Da bin ich auch empfindlich. So, auch der Himmel ist in Ordnung. Dann, das ist soweit okay. Da ist ein kleiner Fleck. Da
Aber den kriegt man raus. Es gibt nämlich einen Trick, wie man Flecken entfernt. Du weißt wie? Erzähl. Ich darf das eigentlich gar nicht verraten. Glasreiniger. Glasreiniger? Okay. Geht's ultra. Ist unvorstellbar. Ja. Damit kann man sogar Schuhe, Tonschuhe sauber machen in 0, nix. Ja, Wahnsinn. Probier ich mal. Glasreiniger, eine Bürste, eine kleine Bürste und Mikrofasertuch. Gebe ich mal weiter. Ja. Am besten Glasreiniger kaufen, der nicht gefärbt ist. Dann kann man sogar weiße Hemden damit machen. Sonst hast du die blaue Farbe. Also blaue Farbe drin. So, und die blaue Farbe ist ja dafür da, dass die Kinder es nicht trinken sollen. Okay. Wieder was dazu gelernt. Ja, das ist ja mittlerweile Vorschrift, damit die auf keinen Fall, das war blau, obwohl es gibt ja auch so blaue Eiscremesorten. Schlumpf. Flascheis. So, und hier vorne, also das ist alles sauber. Bitte hier mal öffnen. Guck mal hier, da hat jemand mal Geschirr drin gelassen. Siehst du das? Ja, ganz winzige Kratzer. Gut, aber das ist Abnutzung. Das ist ganz normal. Hier mal bitte. Aber der Herd, der wurde nicht viel benutzt. Nee, der ist fast jungfräulich. Der ist ja noch nicht mal angelaufen. Okay. So, dann die Verbreitung mal zeigen gerade, weil das ist hier ein Riesenplus. Habe ich ja gelernt bei Knaus. Das haben die so konstruiert, dass man es auseinanderziehen kann. Auch der Mechanismus wie am ersten Tag. Da gibt es ein Polster in der Mitte. Damit kann ich die Verbreitung dann zumachen. Habe natürlich eine etwas weniger Durchgangsbreite. Das Bett mal gucken, ob das noch geht. Ja, ich bin beeindruckt, wie am ersten Tag. Und große Bettbreite. Bettmaße hier vorne? 1,86 und 1,23. 1,23 Meter breit, 1,86 tief. Ja, da können auch große Personen, wenn du mal gerade das hier anhebst, bitte für mich, das Polster. Ein bisschen hochheben, dass man mal sieht. Da ist, glaube ich, ein Lattenrost. Ja, richtig großes Lattenrost drunter, Rausfallschutz. Okay. So, bitte mal zurückbauen, das Bett. Ja, du machst das, was meine Frau nie macht. Wenn ich was sage, du machst das. Vielen Dank. Aber auch der Tisch hier hat keinen Stempel. Das ist das Coole. Der ist freischwingend. Der ist freischwingend, 40 Kilo belastbar. Und wie du siehst, hat die Miete auch schon überlebt. Also alles das, was hier aus der Miete kommt, ist eigentlich besonders kaufenswert. Irgendwie. Nee, ich kenne ja Miete. Ich sag mal, also Miete ist schon hart, oder? Bewährungsprobe, ne? Also viele, die neu damit anfangen und du siehst ja den Zustand, ne? Der Zustand ist gut. Also gefällt mir. Auch hier vorne das Verdunklungssystem hat es überlebt. Das, aber ehrlich, die Knausqualität, weil die Vermietung ist ja ganz harte Probe. Das ist die härteste Probe eigentlich. Mit der Messe zusammen. So, sollen wir das Bad mal gucken? Die ist noch schlimmer. Die Messe ist, glaube ich, so, als wenn das Auto 200.000 Kilometer gealtert wäre. Das ist richtig, ja. So, ich schiebe mal zusammen. So, das machst du ja auch nicht dreimal am Tag. Dann geh ruhig mal rein, bitte mal schnuppern. Warm. Oh, ich dachte schon, das Klo, da wird noch was drinstehen. Meinst du? Nee. Mal reingucken? Nee, sauber. Ja. Also das ist interessant, es riecht nicht. Normalerweise riecht es ja immer nach irgendwie Klozeug hier von Tedford, nix. Gar nichts. So, und dann Schwenkbad, zeig mal, ob das noch geht. Funktioniert. Wie am ersten Tag. Ja, also ehrlich gesagt, ich sehe jetzt keinen Unterschied zu dem, den wir eben gefilmt haben. Also ich musste eben schon schwer gucken, dass ich mal einen Fleck gefunden habe oder so. So, das Auto minus 22.000 Euro. Ich denke, das ist fair. Wenn ihr Interesse daran habt, bitte melden. Ihr könnt das Auto auch nochmal vorher mieten, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr machen. Der wird noch ein paar Kilometer kriegen, aber er wird dann endverkauft mit der schönen Ausstattung für 74,9. Wir haben eben welche runtergezeichnet, die waren bei knapp 90, glaube ich, oder? Ja, ich lag bei, ich glaube, 10.000 Euro mehr, 84,9. So, 84,9 würde man den neu kriegen, aber dann schon runtergezeichnet ohne Ende. Richtig. Das sind nochmal 10.000 Euro und ganz ehrlich, Mehrwertsteuer ausweisbar, gleiche Fahrzeuge und plus die Anhängerkupplung. Die kostet wie viel? 2.000? Die kostet in der Nachrüstung knapp 2.000 Euro, ja. Die ist auch dabei. Also Ersparnis mehr zum neuen reduzierten 12.000. Wenn die Batterie einen Schuss hat, gibt es eine neue. Das ist ja bei euch so. Also wenn ihr einmal tiefenentladen gewesen wäre. Klar. Also alles das, was funktionieren soll und muss, funktioniert auch. Sag mal, man kann hier irgendwas drauflegen eigentlich mal oben? So eine Ablage. Im Prinzip für die Kids, die oben schlafen, das ist ja auch hier ein
Ablageort dann nochmal haben. Ah, okay. Das heißt, Man hat das nicht so hoch gebaut, das heißt, das Raumgefühl ist deutlich angenehmer. durchgucken kannst. Genau, als wenn ich den Wenn Schrank... du oben schläfst, meinst du? Genau. Ja, stimmt. Jetzt sehe ich's. Cool. So, also, wenn ihr Interesse habt, Ferge und Wels, zeig nochmal kurz. Rabatt von minus 22.349 Euro. Wir haben diese Fahrzeuge auch als Neufahrzeuge. Dann haben sie eben keine Kilometer. Werden wahrscheinlich auch keine großen Abnutzungsspuren haben, aber wenn irgendwas dran ist, hier wurde es schon behoben, dann sind die auch natürlich alle zum MAN-Service gefahren. Ja klar, wenn der fällig ist, wird er auch gemacht. TÜV, Gasprüfung, kommt auch alles neu. So, das kommt alles neu und das Auto könnt ihr bekommen unter anderem bei Leo Riedel. Grüß dich, Leo. Grüß dich, Sven. Ja, wie ist deine Rufnummer? Die 27 am Ende, 05. Nee, die ganze. Die ganze. Komm, wir filmen sie mal ab. Komm mal mit. Dann haben wir... Du kannst sie mir sagen. Da vorne steht sie. Die 05402 und dann die 9299 und dann Die 27. die 27 hin statt der 0. Könnt ihr jetzt ein Standbild machen. www.ferge-wels.de. Verfügbarkeit wahrscheinlich November. Das wird so sein. Das wird sich aber jetzt noch entscheiden. Es kann auch Dezember, Januar werden. Auf jeden Fall vor der nächsten Saison. So ist es. Dann sind sie verfügbar. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss.